I've got plenty to think about for now. Was sich ja eigentlich gut anhört. Zum Besprechungsraum gehen. Oh. Den geschrotteten Roboter haben sie schon wieder weg. Oh weh. Da sieht ja aus wie Blick in die Vergangenheit, wenn man die Teile hier sieht. Nö. Aber auch kein Dokument weiter, auch keine Platine für uns. Okay. Da wartet man gerade immer wieder drauf, dass einen jemand anspricht, gell? Yeah, just keep following the road. But the road ends here. What was that? You're breaking up. Am I? I'm hearing you clearly. Oh my god, what a lemon. Ist aber nicht schön, wenn ihr unseren jungen Kollegen so veräppelt, ha? You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy? Erstens, das klang nicht nach Spaß. Oder zweitens, OCP darf man nicht trauen. Nee, klang auch nicht nach Spaß. Auch wenn er eigentlich eingestellt wurde, um uns ein bisschen zu überwachen. That did not sound like fun. It's not like he didn't deserve it. You know that he runs tobacco with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. Okay. All right. The situation at the bank was contained in a relatively smooth fashion. So what did we learn from it? When it's their money on the line, OCP will send RoboCop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Spike has proven to be talkative under suitable conditions. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. Oh, the old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough. Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. Der alte Mann will mit uns reden. Persönlich. Ob das so eine Ehre ist, ich weiß ja nicht. Fühlt sich nicht wirklich danach an. RoboCop! Over here! You wouldn't want to make the mayor of Detroit wait, would you? May I help you, Mr. Mayor? Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume. The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor.
I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city, and without your consent? That's clearly something that I would never do. But you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question is, what are we gonna do about it together? Erstens, ich werde nicht zulassen, dass OCP die Stadt übernimmt. Zweitens, ich bin nicht an Politik interessiert. Oder drittens, ich würde gern Miles Sichtweise erfahren. 1, 2 oder 3? Okay, wir haben einmal die 3. Da kommt, Leute. Ich kann mir ja vorstellen, was Husek, also dann aktuelle Bürgermeister, gern hören würde. So ist das nicht. Okay. Das obere führt. Noch wer? Noch haben wir keine Unentschieden. Gut, dann nehmen wir das erste. I will not let OCP take over this city. I knew you'd understand. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Mills. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, RoboCop. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Cusack. Deine Taten haben politische Konsequenzen. Ob wir wollen oder nicht. Wir stecken da mittendrin. RoboCop getting a face-to-face with the old man himself? I'd tell him all about how the OCP is fucking us over. No, you wouldn't. You wouldn't say a word if you actually met him. Why? Did you meet him? Last year's Thanksgiving parade, I was part of a column delegated to protecting his dog. What? How come this is the first time I'm hearing this? Officer Ramirez, a licensed dog walker. Shut up, Kaplan. Sie wurde abgestellt, um den Hund des alten Mannes zu beschützen. Ach nee. Was will ein Bäcker von uns? Gibt's denn keinen anderen Weg in die Garage? Ich kenne die Antwort, ja. Na dann. Hey, Shiny. Got a job for you. Von alleine, dass er uns nicht mit unserem Namen ansprechen kann. How are you feeling after the incident at the bank? Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Tenement across the street from the arcade, apartment 12. Now go, I've got to prepare for a meeting. And remember, if you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. Klar, wir suchen Informationen und dürfen sie nur ihm persönlich geben? Becker, ich traue dir nicht von hier bis über die Straße. Wir haben 2 Punkte über. Mal gucken, Fertigkeiten, bevor wir weitergehen. Wo hau ich euch rein? Da
weiß ich wirklich nicht, ob uns das bringt, wenn wir nur die erste Stufe hätten. Scannen. Markiert sofort jeden Feind in Sichtweite. Könnte ja vorteilhaft sein, aber Fokus, die Zeitlupe verlängern. Erhöhter kritischer Schaden. Verdoppelt deinen kritischen Schaden, wenn wir das festkriegen. Hört sich auch nicht schlecht an. Gesundheit. Die zu erhöhen wäre auch nicht übel. Wie die Panzerung. Also gibt ja schon ein paar Sachen, die Sinn machen. Bonus Waffenschaden. Betäubt Gegner. In der Nähe für kurze Zeit. Was heißt denn kurze Zeit? Eine Sekunde? 2? 3? Dafür 2 Punkte ausgeben. Sprich, die Hauptfähigkeit, dass wir Bonus Waffenschaden kriegen, ist das Beste, wenn man in Kampf geht. Ich schwanke gerade zwischen Gesundheit und Fokus. Bei Technik, Chip-Modifizierung, was wird man kriegen? 50%, wenn wir es ganz oben hätten. Aber verbesserter Sport. Hört sich nicht so an, als bräuchten wir das unbedingt. Mit Deduktion, was wären das? Mehr Erfahrung kriegen wir da. Aber das ist was man theoretisch gleich am Anfang machen sollte, oder? Um dann allgemein im Spielverlauf mehr davon zu haben. Ich glaube, ich nehme mal ein bisschen mehr Gesundheit. Oder? Sprengstoffe und großkalibrige Waffen verursachen 25% weniger Schaden, wenn wir hier hinkommen. Hätte später auch was. Ich glaube, dann nehmen wir die Panzerung. Und gut ist. Also gut, einmal raus hier. Ja, klar. Okay. Spike im Heuhaufen. Und eine ganz herzliche Begrüßung da vorne. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas weiter finden, oder? Nö. Hey, the old man is waiting for you upstairs. This entrance to the building is off limits. You have to use the staircase. Do you think it's gonna hold his weight? Doesn't matter. Just old junk that needs recycling. Veralteter Schrotthaufen. Jetzt zum Recycling muss. Wow.
Und war denen dabei komplett egal, dass wir daneben standen und uns eigentlich gehört haben. Wer weiß, The vielleicht... old man's waiting. So, it's true what they say. You do have some kind of defect. Ich drücke gerade auf eine bestimmte Taste, aber es passiert nichts. Und warum will der alte Mann uns genau hier treffen? Ihn und beschützen. Okay, da haben wir einiges an Nebenaufgaben offen. Bilanzterrorist, natürlich. Wirkt fast wie eine Falle, ja. Oh, it's good to see you, my boy. Leave us. I want to talk to him in private. You have to excuse me for not getting up. I'm in a rather unfortunate state. You did exceptional work at the bank. I want you to know that I am deeply grateful for your service to OCP and the city of Detroit. See, I grew up in this very apartment, or what's left of it. It used to be a thriving neighborhood. Nothing like what you see right now. I always dreamt of turning it into the most prosperous district in the city. A new heart of Detroit. Can you imagine? Or do you think it's just an old fool's pipe dream? Können wir uns das vorstellen? Erstens, jede Verbesserung der Stadt wird begrüßt. Zweitens, ich bin kein Freund von Erklärung. Oder drittens, man sollte Maschinen nicht nach Träumen fragen. Einstimmig. Jede Verbesserung der Stadt wird begrüßt. Das ist eigentlich auch so eine Aussage bei der Frage, wo wir schön drum rumschiffen und ihm zwar sagen, ja, wir wollen eine Verbesserung, aber wir sagen nicht, ob wir seine wollen. Nicht doof. I agree with all city improvement plans that have the citizens' well-being in mind. Glad to know you approve. Delta City's construction is about to start. Finally, the old and frail will be replaced with the new and strong. Decay and death are terrible things. You lose everything you worked for your entire life. But I don't have to tell you what that's like. It really makes me wonder, has the time you spent in that armor been a burden to you? Erstens, so kann ich bei meiner Arbeit Höchstleistung erbringen. Zweitens, es ist nur eine Last für die Kriminellen. Oder drittens, damit beschäftige ich mich nicht weiter. Okay, 2 führt. The only burden it causes is to criminal scum. I admire your confidence. The real reason I've summoned you here is because I'm worried. I'm aware of your instability problems, and it's not a matter that we can overlook. That's why I've requested to have people look after you. Tell me, how are you finding your evaluations with Dr. Blanche? Wie finden wir die Beurteilung? Das verbessert meine Leistung, erste. Zweitens, das ist nichts als Zeitverschwendung. Oder drittens, alles hat 2 Seiten.
Okay. Also nehmen wir drittens. It helps me with perspective, but it also brings out things buried. That's part of the recovery process. I can imagine it's not a pleasant experience, but I can't express how much I'd like you to keep at it. I'm sure that becoming a liability is the last thing you'd want. Am I right? That is correct. Now we've reached an understanding. Tell me, is there anything I could do to put your mind at ease? Gibt es etwas, das uns entlasten würde? Erstens, Louis braucht medizinische Hilfe. Oder zweitens, die Polizei ist besorgt über die Absichten von OCP. Ja. Der eigentlich für, wenn man es genau nimmt, vieles verantwortlich ist, wie es gerade in der Stadt aussieht, gell? Hier einmal haben wir die 1. Gut, dann hat die 1 gewonnen. Louis braucht medizinische Hilfe. My partner has been severely wounded and is being treated at Gibson Memorial Hospital. I'll make sure she gets the best care there is. Thank you. I have to say, you brought a lot of hope into this old man's heart. Now, excuse me. I'm not supposed to exert myself too much. Doctor's orders. And you can't argue with them. Take care of yourself. After all, the peace of Detroit depends on your well-being. Der Frieden von Detroit hängt von unserem Wohlergehen ab. Nur kein Druck, nein. Ja. Soll man zu dem Anblick noch was sagen? Und das soll das Vorzeigeviertel werden? Na gut, da hinten steht ja schon zum Teil fertiger neuer Wolkenkratzer. Ha? Was? Wir haben doch hier keinen Fallschaden, gell? Holy shit! What was that? RoboCop. Not such a piece of junk after all. Also sind wir doch kein Schrotthaufen. Okay. Wow. Den Spruch kannte ich so noch nicht gut. Hey, Murphy, are you done with the old man's tea party? Remember to get back in touch with your informer. See if he has any info that could get us back on the biker's lead. Spike is still out there. Okay. OCP wants to raise towers of glass and steel? Go ahead. Just not where we live. Nur zu, aber nicht da, wo wir wohnen. Na, gucken wir mal. Wir haben doch einige Nebenaufgaben. Und das mit der Wohnung könnte auch interessant werden. You're late.
Sorry, I had to take a bus. Freaking OCP robots destroyed my car during that bank robbery. Wir waren das aber nicht. Au. Ne, du. Hat ja was. Okay. Ihn und beschützen, da wäre noch was. Da sind wir dran vorbeigelaufen. Okay. Ich kann mir das schon denken. Verstoß. Rauchen in unmittelbarer Nähe einer Tankstelle. Smoking is dangerous, not to mention illegal. I don't give a shit about either. Das ist ihm scheißegal. Okay. Erstens, das ist keine Entschuldigung. Strafmandat ausstellen. Das heißt, er muss ein bisschen was zahlen. Oder zweitens, überdenken Sie Verhalten. Verwarnung ausstellen. Okay, die 1. Then you must suffer the consequences. No one in this country values independent thinkers anymore. Brauchst mich nicht so anzugucken. Unabhängige Denker. Klar. Wer Pickles? Haben wir die Wohnung. Haben wir auch nochmal dienen und beschützen. Das wäre ja nicht weit weg. Oh. Kannst mal denken, unser Kollege. But I can't see my FTO anywhere. Could I have his name, please? Over. Sure thing. It's Officer Rat. He should be in one of the dumpsters. That's the only place he belongs, if you catch my drift. Over and out. Right. So much for my field training. Ich glaube, Kleiner, dich verarschen sie schon die ganze Zeit. Oh weh. Officer Washington, I will be your field trainer for today. Requesting readiness confirmation. Yeah, thanks for the offer, but maybe the others are right. I might not really be cut out for field work. Erstens, willst du die Straßen in dieser Stadt nicht sauber halten? Zweitens, nur zu, seien Sie ein Feigling. Drittens, bringen Sie Ihr Leben wieder unter Kontrolle. Hä? Okay, gerade unentschieden zwischen ersten und zweitens. Möchte noch wer? Immer gemein, gell? Mhm. Noch kommt. Okay, wir haben noch mal erstens. Ask yourself, do I have the will to clean the streets of Detroit of unrighteous individuals? Yeah. As a matter of fact, I do. Officer Washington reporting for field training. Good, you have your body armor on. Well done. What about the rest of your gear? Service pistol? Got it. Spare ammunition? Check. Duty light? Never part with it. Good job. Preparation is the most important. So is knowing your surroundings. Are you familiar with this area? Isn't this the part of the city where it gets really busy like all the time? Police! I think that answers my question. Please! I need your help! Set the radio to my channel and follow me. Roger that. An officer needs to be confident. Straight back, sturdy walk, together with a clear and unshaking voice. Okay.
Und dann dürfen wir einer älteren Dame helfen, hm? Officers, thank God you're here. I really need your help. What happened is... When responding to a request for aid, the first thing is to introduce yourself to the potential victim. Watch and learn. I am Officer Murphy. How do you do, madam? Well, to tell you the truth... The second thing is to reassure the victim of their safety. Madam, you do not need to be afraid anymore. We are here to help you. Yes, but it's not about me. The third thing is... I'm quite familiar with the field training manual, so if you don't mind, I'll take over. Ma'am, could you please tell us what happened? It's my cat, Fortune. He's missing. Fortune is my biggest treasure. I can't lose him. Do you have any idea where he might be? The only place I can think of is the basement. I've also heard some ruckus coming from downstairs today, but the lights aren't working and my eyesight's not so good anymore. Is it okay for us to investigate the basement? Yes, it makes an excellent opportunity for low-light training. Let us proceed downstairs. Good luck down there. The cat has that name for a reason. He really brings fortune. So don't you come back without him. Turn your flashlight on. Right. Duty light can be advantageous, but it can also be a liability. Keeping it close to you creates a clear target for the violators. It is good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience. Und wir haben ja unseren eigenen Blick dafür. Also halb so wild. Tierspur, keine Übereinstimmung. Keine Übereinstimmung. Dann hätten wir da doch auch noch nachgucken können, oder? Nee. Clear. Lass mich raten. Keine Clear. Übereinstimmung. Hey, I think I just saw the cat. You think I should try to remove these planks? Soll er es machen? Die versuchen, die Bretter zu entfernen? Ja. Oder nein? 1 oder 2? Er will ein bisschen Selbstvertrauen, also das würde passen. Okay, machen wir. Go ahead. Wow. I didn't know I had so much strength in me. You will never know until you try. What was that? Keine Tierspuren. Auch keine Übereinstimmung. Das könnte doch unser Übeltäter gewesen sein, hä? Ah, man, I walked into a mess. And now my shoes are covered in strawberry jam. When chasing a suspect, do not rush head first. Take blind corners as wide as possible. Cuts down on being surprised. Ist ja nicht mal uns passiert. Das ist es. Keine Übereinstimmung. Wir müssen da noch was untersuchen. Okay. Aber erst nachdem er reingetreten ist, vorher durften wir es nicht. Das war so offensichtlich. The fugitive has left a trail. This time pace yourself. Do not get out of breath during a foot pursuit. You will need stamina to engage the fugitive later. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might be intoxicated. I used to know these kids who gave their cat stomach medicine to make it loopy. Is there a moral to that story? Cats are susceptible to substance misuse. Shh! I heard something. I think it's coming from the piano. Okay. Übereinstimmung.
That cat must be hiding inside. Let me lure it out. Okay. Erstens nur zu oder zweitens, das werde ich tun. Okay, er darf nochmal. Go ahead. There it is! It's escaping! Darn it! It went through here, but that's a very narrow passage. Let's try the door. Ja, okay. Von der anderen Seite blockiert. It's locked, but I can try to squeeze through that gap. Ich weiß nicht, ob wir da eine andere Möglichkeit haben. Erstens, Erlaubnis erteilt, dass er sich da durchquetscht. Oder zweitens, ich kümmere mich um die Tür. Ihr könnt es ja mal ausprobieren. Oh. Jetzt haben wir ein Unentschieden. Möchte noch wer? Nur zu. Analysis. Versuchen sich durch den engen Spalt bei den Rohren zu quetschen? Oder soll RoboCop versuchen, die Tür zu öffnen? Glaube ich auch, Böckchen. Dann können wir bloß wieder Madame fragen. Okay. Oh, okay, wir haben noch eine 1. Damit hätten wir dann, in Ordnung. Erlaubnis erteilt. Go ahead. Okay, here I go. It's actually not as bad as I thought. Na dann? Cool. Now let me get that door open for you. Wir wären da nicht durchgekommen. Dem Lärm auf den Grund gehen, welcher? What was that? Der Lärm. I'm afraid this time it's a one-way street, Mr. Cat. But where are you hiding? Ich nehme mal an, da drin, dürften wir? Wir dürfen. Übereinstimmung. There he is. Oh gosh, Fortune. You look a mess. You think he's all right? The cat is fine. You can take it back to its owner. I will clean up any remaining mess. Okay, see you soon. Okay. Das heißt, wenn er ihn wegschickt, er vermutet doch hier noch was, oder? Da ist nichts drin. Okay, Schüsse in unmittelbarer Nähe. Begutachte gerade den Dino und dann sowas. Nicht mal belastende Dokumente hier bisher. Nö.
Eieiei. Oh weh, was lief hier denn bitte? Material wird gescannt, hört sich da auch immer so merkwürdig an. Starker Blutverlust. Das hätte ich ihm auch so sagen können. Ah. Fußwunde, Schädeldecke. It's Washington. Do you read me? Loud and clear. What is your status? We got a problem. I'm on the second floor and have a visual on multiple armed suspects entering our location. Most of them are heading your way, but I can hear some coming up the stairs. Do not engage yet. Take your time and find the most advantageous location. Got it. Officer Washington? Sir. Keep cool. I am coming up to have your back. Glad to hear that, sir. Also, versteck dich mal. RoboCop is here! Rennt auch genau rein. Wir haben gar nicht viel machen brauchen. Die Querschläger haben schon was. Der einzige Nachteil, dass man die erst freischalten muss. Na komm schon. Dann machen wir es eben so. Hätte auch mal die Schrot nutzen können dafür. Ja. Mhm. Das war ja nicht mein Kopftreffer. Get behind him! Kannst ruhig liegen. Hey. Da sind wir ja mit unserer Stammwaffe besser dran. Eindeutig sind wir da mit der anderen Waffe besser dran. Der stand auf Schmerzen. Ach so. Ich könnte das ja jetzt synchronisieren. Ich lasse es lieber. Na komm. Komm näher. Die Waffe mag ich überhaupt nicht. Da bleiben wir lieber bei unserer normalen, da haben wir doch mehr davon. Hey. Um Längen besser. Na du? Kann ich den greifen? Eigentlich müsste er seinen Kollegen eher erwischen, ne? Wirkte aber eher so, als hat er uns da ein bisschen erwischt. Na gut, sei es drum. Wir könnten uns die nehmen, die ist ja nicht übel. Die Gewehre kann man teilweise hier drin auch irgendwie eher vergessen.
dass die auch alle immer einen Kopf verlieren. I don't think I can hold him off for much longer, sir. We're in, pig. Nowhere to hide now. Drop your guns! Ah! What is your status? I'm hit. Remain calm. I am here. Und wo stecken sie? Er ist die Ruhe selbst. Okay. Officer Washington, your performance today was impressive. Thank you, sir. Means a lot coming from you. You will be fine. It is only a superficial wound. See? I've told you that cat brings luck. Isn't this just wonderful? Hauptsache, ihre Katze ist wieder da. Die Glückszahlen. Für die Lottoziehung am Samstag lauten die Gewinnzahlen 9, 19, 29, 39, 49, 59. Ja. Niemals. Okay, Lotto spielen. Gut. Hoffentlich habt ihr euch alle die Zahlen gemerkt. Ja. Hier gibt es weiter nicht viel für uns. Dann kommst du mit? Kann nur schief gehen. Also. Da liegt noch was. Wartungsprotokoll. Die Türnummer von Wohnung 6 muss wieder angebracht werden, da sie verkehrt herumhängt. Die Bewohner beschweren sich ständig darüber, dass er von Gästen des Mieters aus Nummer 9 belästigt wird. Priorität sehr niedrig. Okay. Haben wir aber gut geschafft.